Hallo Holzfreunde! Wollt ihr wissen, wie man eine Vorrichtung für eine Bandsäge baut, mit der man absolut runde Kreise aussägen kann? Dann bleibt dran! Für unsere Vorrichtung brauchen wir eine Siebdruckplatte, etwas Restholz für den Anschlag und für die T-Nut-Führung an der Maschine und diesen 5 mm Regalstift. Hier säge ich mir die Führungsschiene für die T-Nut am Tisch von der Bandsäge zurecht. Hier den Anschlag, der später ein Durchrutschen der Vorrichtung verhindern soll. Die Führungsschiene für die T-Nut an der Bandsäge hobel ich jetzt so lange, bis sie seitlich ohne Spiel in die T-Nut passt. Die Höhe wird auch gehobelt, dort soll die Schiene ruhig ein bisschen Luft haben. Hier schraube ich den Anschlag an meine Siebdruckplatte. Wofür der später ist, werdet ihr sehen. Jetzt fixiere ich mit Sekundenkleber die Führungsschiene rechtwinklig zum Anschlag. Für den besseren Halt fixiere ich die Führungsschiene nochmal mit 3 Schrauben. Jetzt mache ich den ersten Schnitt in die Vorrichtung. Dazu setze ich die Führungsschiene in die T-Nut des Tisches und säge die Vorrichtung, bis der Anschlag den Tisch erreicht. Jetzt ziehe ich mir rechtwinklig vom Sägeschnitt bis zur Außenkante eine Linie. Die Radieneinteilung könnt ihr jetzt selbst bestimmen. Ich mache hier eine 5 mm Einteilung. Wie klein ihr den kleinsten Radius wählt, hängt von eurem Sägeblatt ab.
Nun jeden Punkt einmal ankören. Wie ihr euch diesen tollen Holzhammer bauen könnt, verlinke ich euch oben. Da mein Stift einen 7 mm Kragen in der Mitte besitzt, senke ich vorab meine Bohrung. Dadurch kann der Stift nicht nach unten durchrutschen. Nun die 5 mm Bohrung. Die bohre ich etwas tiefer, wie der Stift lang ist. Jetzt könnt ihr euch anhand der Position des Stiftes auf dem Brett frei einen Durchmesser wählen, den ihr sägen wollt. Dazu wird das Brett, was ihr sägen wollt, mittig markiert und bekommt auch eine 5 mm Bohrung. Das Brett, was ihr sägen wollt, wird jetzt auf den 5 mm Stift gesetzt und kann sich frei drehen. Nun schieben wir die Vorrichtung bis zum Anschlag an den Tisch. Und durch das Drehen unseres Werkstücks erhaltet ihr einen perfekten Kreis.
absolut rund und maßgenau. Wollt ihr noch mehr Videos von mir sehen? Dann unterstützt mit einem Abo meinen Kanal.